Und jetzt ist es soweit. Wir schauen nach Nürnberg zum BAMF. Der Kanzler ist vor die Mikrofone getreten. Hören wir rein. Meine Damen und Herren von Presse, Hörfunk und TV. Ich habe mich heute wirklich sehr gefreut, zusammen mit all meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier im Bundesamt, unser Amt dem Bundeskanzler präsentieren zu können. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie zu uns gekommen haben und Wertschätzung und Interesse für diese schwierigen Aufgaben gezeigt haben, die wir hier im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bewältigen. Wir haben Ihnen heute, denke ich, ein umfangreiches Programm geboten, wie immer natürlich leider dicht gedrängt. Trotz enorm hoher Zugangszahlen arbeiten wir in jedem einzelnen Asylverfahren individuell auf die Menschen zugeschnitten und wenden unser durchaus komplexes Asylrecht europäisch überlagert an. Wir gewähren die Sicherheit im Asylverfahren. Wir müssen wissen, wer zu uns ins Land kommt, und tragen in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden an den Stellen, an denen wir Verantwortung tragen, mit zur Sicherheit in unserer Gesellschaft, in unserem Staat bei. Wir streben gleichzeitig zügige Verfahren an. Bei Jahresverfahren, die maximal ein Jahr zurückliegen, haben wir eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 4,6 Monaten. Seit Dezember 2023 bearbeiten wir die sicheren Herkunftsländer Westbalkan, Georgien, Moldau beschleunigt. In über 70% dieser Verfahren liegt die Dauer der Verfahren unter 3 Wochen, im Durchschnitt bei 9 Tagen Bearbeitungszeit. Seit 1. September machen wir das auch mit den Maghreb-Staaten, die keine sicheren Herkunftsstaaten sind. Uns war und ist es gleichzeitig immer wichtig gewesen, das hohe Antragsvolumen ohne Abstriche bei unseren Ansprüchen an die Qualität unserer Arbeit zu machen. Das haben wir hoffentlich dem Bundeskanzler heute auch zeigen können. Dieser Anspruch ist ein ganz zentrales Anliegen meines Amtes und auch von mir persönlich. Die aktuelle Asyllage ist zurzeit etwas entspannter als im vergangenen Jahr. Wir haben etwa 21% weniger Asylerstanträge im Vergleich zum Vorjahr. Aber nach wie vor sind die Asylzugangszahlen hoch und beanspruchen mein Amt mit voller Kraft. Die Arbeitslast ist hoch, genauso wie auch bei den Ländern, die für Unterbringung zuständig sind. Das Bundesamt ist neben den Asylverfahren, das möchte ich hier zum Schluss noch sagen, ja längst auch für viele weitere wichtige Themen zuständig, für die bundesweite Integrationsförderung, die gesellschaftliche Integration, für die Fachkräftezuwanderung, für die Rückkehrförderung, um ganz schnell nur einige Punkte zu nennen. Ich möchte noch einmal Herrn Bundeskanzler ganz herzlich danken für seinen Besuch. Wir arbeiten weiter im Interesse dieses Staates, eng auch mit den Ländern zusammen, um die Aufgaben im Bereich des Asyls und der Integration zu bewältigen und zu zeigen, dass unser Staat das kann. Herzlichen Dank. Schönen Dank für den freundlichen Empfang. Es ging gleich los mit einem Gespräch mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann vielen, vielen Themen, die wir hier sehr vertieft und sehr intensiv diskutiert haben. Die Aufgabe, vor der wir stehen, ist groß. Wir müssen dafür sorgen, dass es ein erstklassiges, unübertreffbares Management von irregulärer Migration nach Deutschland gibt. Insbesondere, dass wir denjenigen Schutz zuerkennen können, die Schutz brauchen, dass wir aber auch schnelle Verfahren haben in all den Fällen, wo jemand sich zu Unrecht auf einen Schutzgrund für Deutschland in Deutschland beruft. Und das Tempo, die Geschwindigkeit und die Qualität dieser Entscheidung sind von zentraler Bedeutung, auch für die Akzeptanz. Deshalb geht es um Gesetze. Da haben wir sehr viel geändert im letzten Jahr im Einvernehmen mit den Ländern. Da geht es aber eben auch um Verwaltung. Und eine zentrale Behörde in diesem Zusammenhang ist das Bundesamt, das hier mit sehr vielen Mitarbeitern sehr engagiert und mit großem Elan versucht, die Dinge voranzutreiben. Ich habe mich überzeugt, wie sehr präzise die Arbeiten geleistet werden und wie sehr die Frage, wie können wir die Verfahren beschleunigen, auch das Thema aller Beschäftigten hier ist. Eine große Rolle dabei wird spielen, dass wir immer für genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen. Das ist mit dem letzten Bundeshaushalt auf den Weg gebracht worden und das wird auch mit dem jetzigen Bundeshaushalt noch mal fortgesetzt. Und ganz besonders gilt das natürlich für das bei einer so großen Verwaltung unverzichtbare Digitalisierungsthema. Wir müssen dafür sorgen, dass wir State of the Art sind, dass wir an der Spitze stehen, was die Nutzung digitaler Technologien betrifft, um die Geschwindigkeit und die zustande zu bringen, die wir uns wünschen. Hier sind viele Investitionen getätigt worden.
Mit dem künftigen Bundeshaushalt, mit den Verständigungen, die wir in der Bundesregierung jetzt getroffen haben, werden wir weitere zusätzliche Mittel bereitstellen können, damit genau diese Dinge vorangetrieben werden können. Dabei wird es auch um künstliche Intelligenz gehen, um die Nutzung moderner Entwicklungen, die dazu beitragen können, dass wir Routineentscheidungen schnell und trotzdem mit großer Qualität treffen können. Dass das hier bereits vorbereitet wird an vielen Stellen ist gut. Und wir haben verabredet, dass wir noch mal einen ganz großen Aufschlag machen, um die Digitalisierung, um die Nutzung der künstlichen Intelligenz hin zu ergänzen und deshalb dazu beizutragen, dass der Bereich, der von hier aus verantwortet wird, mit großem Tempo geschieht. Zum Tempo gehört auch, dass wir alle zusammenarbeiten. Deshalb war das letzte Jahr ein wichtiges Jahr durch die Verabredung, die der Bund und die Länder mit den Kommunen getroffen haben. Wir haben ja schließlich 633 Ausländerbehörden in Deutschland, die in eigener Verantwortung tätig sind und haben auch die Punkte beschrieben, um die es geht. Auch bei den Ausländerbehörden Digitalisierung. Das ist verabredet, in welchem Zeitraum das dann flächendeckend umgesetzt sein soll. Selbstverständlich die Nutzung der Schnittstellen, die zu dem Bundesamt hier zur Verfügung gestellt werden und die wir hier vorbereitet haben, sodass ein erstklassiger, schneller, zügiger Datenaustausch stattfinden kann, ohne dass Akten transportiert werden müssen. Auch das ist ein zentraler Punkt, der uns viele, viele Fortschritte ermöglichen wird. Es geht um die Verabredung, die wir mit den Ländern getroffen haben, dass organisatorisch Sorge dafür getragen wird, dass Antragstellung und Anhörung in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder stattfindet, bevor die Verteilung an die Kommunen durchgeführt wird. Das wird jetzt im großen Maßstab versucht umzusetzen. Und dass das flächendeckend so gelingt, ist ganz entscheidend. Denn wenn gewissermaßen alle an diesen zentralen Orten noch sind, wenn die Antragstellung und wenn die Anhörung erfolgt, dann bedeutet das gleichermaßen nochmal eine dramatische Beschleunigung des Verfahrens. Das gilt auch für die Verabredung, die wir haben, dass die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsverfahren, wenn jemand mit seiner ablehnenden Entscheidung nicht einverstanden ist, schneller durchgeführt werden. Wir haben ein Musterbundesland, das kann man auch nennen, Rheinland-Pfalz, das in unter 6 Monaten die erste Instanz abschließt. Der deutsche Durchschnitt ist jetzt 20 Monate, was heißt, dass einige Länder darüber liegen und einige knapp darunter. Und das Ziel muss natürlich sein, dass ganz Deutschland die Geschwindigkeit bei den Gerichtsverfahren hat, die in Rheinland-Pfalz jetzt Praxis ist. Und wenn wir das alles so hinkriegen, schnelle Entscheidung hier, schnelle Entscheidung vor Ort in den Verwaltungsgerichten, dann werden wir es auch schaffen, dass wir diejenigen schneller zurückführen können, die keine Bleiberechtsansprüche in Deutschland entwickeln. Das ist auch wichtig. Wichtig für die Antragsteller selber, weil sie sich dann klar machen müssen, dass sie eine Perspektive hierzulande nicht finden. Wichtig aber auch für uns, weil wir damit sicherstellen können, dass wir durch die Schnelligkeit des Verfahrens auch das Verfahren wirksamer werden lassen, als es sonst der Fall wäre. Ich bin deshalb überzeugt, dass die vielen tausend Mitarbeiter, die in dieser Behörde beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeiten, eine ganz wichtige Aufgabe für unser Land erledigen. Und deshalb habe ich auch Danke gesagt für dieses Engagement, für die Bereitschaft, mit den ja nicht vorhersehbaren auf- und abgehenden Zahlen von Antragstellern verbunden ist und dafür zu sorgen, dass wir das immer wieder bewältigen und dass sie nicht aufgeben. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin sehr dankbar dafür und habe deshalb hier auch meinen Besuch nicht nur angemeldet, weil ich mal gucken wollte, wo alles steht, weil ich ermuntern wollte, dort, wo Dinge vorangetrieben werden müssen, sie auch weiter voranzutreiben, sondern weil ich einfach auch sagen wollte, dass wir die Arbeit sehr wertschätzen und weil wir wissen, was für eine Bedeutung das für unser Land hat, was hier getan wird in Nürnberg. Soweit also Bundeskanzler Olaf Scholz beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. Er hat sich noch einmal bedankt bei der Behörde. Allerdings hat er auch noch mal gesagt, die Digitalisierung muss schneller vorangehen. Vor allen Dingen auch, es muss Tempo gemacht werden. Das Asylproblem bleibt weiter groß in Deutschland.